Künstliche Intelligenz stellt nach und nach eine Branche nach der anderen auf den Kopf. Und vielleicht hast du dich auch schon gefragt, wann ist eigentlich die Steuerberatung dran? Wann werden Steuerberater eigentlich überflüssig? Zugegebenermaßen, der Anfangshype rund um ChatGPT und Co. ist so ein klein bisschen abgeflacht. Es gibt aber immer mehr professionelle und auch zunehmend gute Lösungen, die tatsächlich dir bei deinen steuerlichen Fragen weiterhelfen können. Und in diesem Video dachte ich mir, gebe ich dir einfach mal einen Überblick darüber, wo wir gerade bei dem ganzen Thema künstliche Intelligenz in der Steuerberatung stehen. Wir befinden uns jetzt als Startpunkt sozusagen erstmal bei ChatGPT. Ich möchte ganz klar dazu sagen, ChatGPT für steuerliche Fragen zu benutzen, ist so ein klein bisschen wie Googeln. Also du findest auch Antworten auf deine steuerlichen Fragen bei Google, aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Antwort richtig ist, liegt so bei 50-50 vielleicht. Wenn du gute Quellen erkennen kannst, identifizieren kannst, dann liegt es wahrscheinlich eher so bei 80-90% Wahrscheinlichkeit, aber eine wirklich gute Sicherheit hast du da ehrlicherweise nicht. Aber wir probieren es trotzdem einmal aus, und zwar mit der Frage: Ich bin Softwareentwickler, bin ich Freiberufler oder Gewerbetreibender? Diese Frage haben sich wahrscheinlich viele Softwareentwickler von euch schon gestellt. Und als Antwort bekommen wir natürlich etwas. Und zwar sagt ChatGPT, ob du als Softwareunternehmer, als Freiberufler oder Gewerbetreibender eingestuft wirst, hängt von der Art der Tätigkeit ab. Richtig soweit. Grundsätzlich unterscheidet das deutsche Steuerrecht zwischen freiberuflichen und gewerblichen Tätigkeiten. Richtig, wobei diese Unterscheidung erhebliche steuerliche Konsequenzen hat. Das stimmt auch soweit. Dann sagt er hier einmal, wann könnte es eine freiberufliche Tätigkeit sein und wann eine gewerbliche. Und gibt auch so ein paar Beispiele. Ich möchte jetzt hier an der Stelle nicht Wort für Wort die ganze Antwort durchgehen, weil wir wollen uns ja mehrere Tools anschauen. Aber eine solche Frage ist ganz häufig relativ solide beantwortet. Und auch hier scheint die Frage zumindest so auf den ersten Blick ganz gut beantwortet worden zu sein. Vor allem der letzte Ratschlag, Abklärung beim Finanzamt. Für eine endgültige Einstufung ist es ratsam, den Status direkt mit dem Finanzamt zu klären. Ja, da reicht in der Regel aber kein einfacher Anruf, sondern du könntest zum Beispiel eine verbindliche Auskunft einholen. Das wäre noch schön, wenn das hier dabei stehen würde. Aber die Antwort sieht jetzt nicht per se falsch aus. Das Problem ist, ich habe hier keinerlei Quellen. Also wenn ich mich jetzt darauf verlasse, dann bin ich im Zweifel verlassen, weil ich halt keinerlei Begründungen habe. Und auch wenn ich ChatGPT nachfrage nach Begründungen, nach Paragraphen, nach irgendwelchen Fundstellen, nach Urteilen und so weiter, bekomme ich einfach nichts. Das heißt, das ist gut für eine Ersteinschätzung, aber ob das Ganze wirklich richtig ist, weiß ich nicht, und ob ChatGPT mir die gleiche Antwort gibt, wenn ich in 3, 4, 5 Jahren eine Auseinandersetzung mit dem Finanzamt zu dem Thema habe, weiß ich auch nicht. Von daher ist ChatGPT da sehr mit Vorsicht zu genießen. Ein kleiner Hinweis zum Thema ChatGPT. Das neueste Modell, also das OpenAI O1 Modell, ist für steuerliche Fragen noch viel besser geeignet. Auch da kriegst du keine Garantie. Wir können das Gleiche einfach noch einmal fragen. Aber das O1 Modell ist gut im Schlussfolgern. Was bedeutet das bei steuerlichen Fragen? Und zwar schaut sich ChatGPT erstmal an, welche Gesetzesvorschriften, also welche Merkmale sind eigentlich relevant, um eine Antwort zu geben. Dann schaut sich ChatGPT die Situation an, die du hier geschildert hast. Die Situation ist in dem Fall jetzt nicht so besonders umfangreich, weil da einfach steht, ich bin Softwareentwickler. Wenn du aber mehr Kontext dazu gibst, dann schaut sich ChatGPT erstmal an, welche Merkmale aus deiner Situation sind eigentlich relevant, um dir eine Antwort zu geben. Und dann gibt es quasi einen Vergleich zwischen, welche Merkmale sind gesetzlich notwendig, welche hast du geschildert in deiner Situation, und dann gibt es einen Abgleich und dann gibt er erst die Antwort. Oder ganz platt gesagt, ChatGPT denkt erstmal nach. Das heißt, er schaut sich erstmal das Thema an, dann schaut er sich erstmal an, was sind eigentlich die Merkmale, in dem Fall für Freiberuflichkeit, und fängt dann erst an zu antworten. Und dadurch wird die inhaltliche Antwortqualität, gerade bei steuerlichen Fragen und generell rechtlichen Fragen, mit dem O1-Modell erheblich besser als mit allen Modellen vorher. Aber es bleibt das Problem, dass du nichts in der Hand hast, wenn du mit ChatGPT arbeitest, auf das du dich später berufen kannst. Und deswegen ist ChatGPT bei steuerlichen Fragen nicht so richtig hilfreich. Um Sachverhalte besser zu verstehen, dafür ist das ganz praktisch, aber nicht wirklich als Berater. Aber dafür gibt es ja andere Lösungen. Das Tool Answers von Otto Schmidt und Tax.io behebt ein ganz großes Problem, was ChatGPT hat. Denn ChatGPT hat nicht nur das Problem, dass du keinerlei Quellen angegeben hast und dadurch nichts in der Hand hast, sondern ganz ehrlich, die Trainingsdaten, also die Informationen, auf die quasi OpenAI seine Antworten ausgibt, die sind einfach
Müll, um es mal so zu sagen. Denn ChatGPT wurde trainiert auf dem Internet. Das heißt, das, was Leute so ins Internet geschrieben haben, das fließt ein in die Antwort von ChatGPT. Und das Problem ist, über steuerliche Sachverhalte steht halt deutlich mehr Schwachsinn im Internet, als dass richtige Dinge stehen. Und es ist nicht nur so, dass da faktisch falsche Dinge im Internet stehen, sondern auch einfach ganz häufig alte Informationen. Wenn ich vor 10 Jahren einen Artikel geschrieben habe über die Kleinunternehmerregelung, dann kann der vielleicht richtig gewesen sein, der hilft mir aber nicht mehr, die Frage von heute zu beantworten, weil sich das Gesetz seitdem halt ein bisschen geändert hat. Und das ist ein Problem, was OpenAI mit ChatGPT gar nicht so einfach lösen kann. Aber es gibt einen Lösungsansatz, vor allem von Fachverlagen. Das sind die sogenannten RAG-Modelle. Das bedeutet, dass die Antworten nicht auf einem ominösen, für uns nicht greifbaren Trainingswissen aufgebaut werden, sondern basierend auf einer Fachdatenbank, wie zum Beispiel von Otto Schmidt. Und hier geben wir einfach mal die gleiche Frage ein, und zwar, ich bin Softwareentwickler, bin ich Freiberufler oder Gewerbetreibender? Ich möchte die Antwort immer noch gerne wissen. Jetzt bekomme ich, ähnlich wie bei ChatGPT, eine Antwort. Ich bekomme hier aber tatsächlich Quellen. Und wenn ich hier unten schaue, dann sehe ich tatsächlich hier Quellen. Das heißt, Hessisches Finanzgericht, Urteil aus 2023 mit Fundstelle. Dann gibt es hier ein Fachbuch und dann gibt es eine Definition irgendwie, auch aus einem anderen Buch, freiberufliche Tätigkeit. Dann gibt es noch im Einkommensteuergesetz ABC, einen Kommentar zum Einkommensteuergesetz, und das Finanzgericht Hamburg hat irgendwas in dem Bereich auch 2015 gesagt. Das heißt, ich bekomme hier Quellen, auf die ich mich tatsächlich auch im Kontakt mit dem Finanzamt berufen kann. Das heißt, wenn ich weiß, wo diese Dinge, die hier stehen, auch woanders stehen, dass ich quasi in der Kommunikation mit Behörden oder auch ehrlicherweise mit einem Steuerberater, auf die ich mich berufen kann, ist das Gold wert. Letztendlich, muss ich ganz ehrlicherweise sagen, macht ein Steuerberater ja nichts anderes. Du gehst zum Steuerberater, der Steuerberater weiß es oder schaut irgendwo nach und findet diese Quellen, liest diese Quellen und gibt dir dann darauf aufbauend eine Antwort. So findet letztendlich irgendwie Beratung statt. Gucken wir uns einmal ganz kurz an, was denn inhaltlich da eigentlich steht. Die Qualifizierung ihrer Tätigkeit als Softwareentwickler hängt von verschiedenen Faktoren ab. Grundsätzlich kann die Entwicklung von System- und Anwendungssoftware als freiberufliche Tätigkeit nach § 18 Absatz 1 Nummer 1 Einkommensteuergesetz eingestuft werden, wenn sie ingenieurähnlich ist. Das heißt, ich bekomme hier auch eine genaue Gesetzesbegründung. Nach der Rechtsprechung des BFH kann ein Steuerpflichtiger, der System- und Anwendungssoftware entwickelt, auch dann einem ingenieurähnlichen Beruf ausüben, wenn er nicht nur über einen formalen Abschluss als Ingenieur verfügt. Entscheidend ist, dass die Tätigkeit eine ingenieurmäßige Vorgehensweise, Planung, Konstruktion, Überwachung erfordert und entsprechend qualifiziert ist. Und wenn ich dazu Quellen brauche, dann kann ich die nachschauen. Und das Schöne ist, dass ich hier einfach draufklicken kann und dann tatsächlich in der Otto Schmidt Datenbank direkt an der richtigen Stelle lande. Das bedeutet, dass Otto Schmidt tatsächlich so ein bisschen sowas ist wie ChatGPT für steuerfachliche Fragen. Otto Schmidt war mit Taxi.io einer der ersten, die ein solches Tool in der Steuerberatung an den Markt gebracht haben, und die haben das Ganze auch kontinuierlich weiterentwickelt. Und ganz ehrlich, die Antwortqualität von Answers ist ganz häufig sehr, sehr gut. Also im Durchschnitt ist die Antwort von Answers besser als das, was dir so ein Steuerberater so spontan aus dem Bauch beantworten würde. Weil letztendlich durchsucht Answers die komplette Datenbank von Otto Schmidt und gibt dir erst dann eine Antwort. Es gibt aber auch tatsächlich einzelne Bereiche und einzelne Fragen, wo Answers so seine Schwächen hat. Und zwar sind das vor allem 3 Bereiche. Erstens, Frage nach ganz aktuellen Themen. Also das Jahressteuergesetz 2024 beispielsweise. Wenn da erst der Referentenentwurf existiert, dann kann das ganz häufig dazu kommen, dass diese neuesten gesetzlichen Änderungen einfach noch gar nicht in der Otto Schmidt Datenbank verfügbar sind. Und dann kann Answers einem da auch keine Antwort drauf geben. Und das ist nicht nur bei Neuigkeiten, also Gesetzesneuerungen so, sondern auch, wenn die Beantwortung von den Fragen Informationen braucht, die nicht in der Otto Schmidt Datenbank drinstehen. Zum Beispiel Arbeitsrecht oder Sozialversicherungsrecht oder internationales Steuerrecht oder Steuerrecht generell auch aus anderen Ländern. Diese Informationen, die sind einfach in der Otto Schmidt Datenbank nicht vorhanden, und dann kann auch Answers diese Fragen nicht wirklich gut beantworten. Und ehrlicherweise bei sehr komplexen Fragestellungen ist Answers auch raus. Da kann Answers nicht wirklich weiterhelfen. Bei sehr komplexen Fragestellungen müsste man nämlich Schritt für Schritt arbeiten. Das heißt, man müsste den Sachverhalt erstmal in Teilprobleme herunterbrechen, müsste diese Teilprobleme lösen und das Ganze dann irgendwann wieder zusammenfügen und so weiter. Letztendlich fehlt die Reasoning-Fähigkeit in Answers. Das, was ChatGPT schon kann mit dem neuesten Modell, das kann Answers noch nicht, und deswegen ist Answers bei komplexen steuerlichen Sachverhalten
und ehrlicherweise auch Sachverhalten, wo sich die Rechtsprechung unter Umständen ändert, nicht besonders geeignet und auch nicht einfach zu benutzen. Und es gibt noch ein ganz großes Aber. Falls du jetzt denkst, ey, mega, das ist quasi eine Steuerberater-Flatrate, das Ding kaufe ich mir, kannst du gerne machen. Ich zahle für die Otto-Schmidt-Datenbank 240 € im Monat und für Answers nochmal 100 €. Also ich zahle letztendlich dafür, dass ich das so benutzen kann, 340 € im Monat. Und ganz ehrlich, mit dem Budget kannst du auch einen Steuerberater beauftragen und der Steuerberater ist in der Regel tatsächlich noch kompetenter, weil der auch komplexe Fragen beantworten kann, weil der deinen Sachverhalt kennt und du musst ja letztendlich auch aus deinem Leben erstmal herausfinden, welche Fragen musst du denn hier eigentlich stellen und all die ganzen Probleme hast du mit dem Steuerberater nicht und ein Steuerberater ist letztendlich tatsächlich auch günstiger als dieses Tool. Ich wollte dir hier aber schon mal zeigen, was technisch möglich ist und es gibt inzwischen auch einfach günstigere Lösungen und meiner Meinung nach auch in vielen Teildisziplinen und Fragestellungen auch eine bessere Lösung, zum Beispiel Copilot Tax von Haufe und auch das schauen wir uns einfach einmal an. Der Aufbau sieht so aus wie bei all den ganzen anderen Tools. Designtechnisch gibt es also kein Alleinstellungsmerkmal, aber vielleicht inhaltlich. Und zwar stellen wir hier einmal unsere altbekannte Frage, ich bin Softwareentwickler, bin ich Freiberufler oder Gewerbetreibender? Und da Haufe Copilot Tax auch ein RAG-Modell ist und deswegen sehr, sehr ähnlich arbeitet wie das Modell von Answers, wird jetzt erstmal die Datenbank durchsucht. In dem Fall jetzt nicht von Otto Schmidt, sondern von Haufe und darauf aufbauend eine Antwort generiert. Ich bekomme gleich also auch Quellen und ich sehe das schon, auch hier wird genau zitiert. Das heißt, ich finde hier genaue Gesetzesparagraphen. Aber Copilot Tax hat im Vergleich zu Answers zwei entscheidende Vorteile. Und zwar erstens, es ist einfach günstiger. Und zwar kostet der Copilot Tax nichts extra. Das heißt, wenn du einen Zugang zur Haufe Datenbank hast, dann hast du diesen Copilot Tax. Und die Zugänge zur Haufe Datenbanken, die fangen an bei ungefähr 1.000 € im Jahr. Das bedeutet ungefähr 80 € im Monat dafür, dass du einen KI-Chatbot hast, der dir deine Fragen beantwortet und bei 1.000 € wird der ein oder andere von euch vielleicht sagen, naja, das ist mir denn das Geld doch wert. Der zweite Vorteil ist die Inhalte der Datenbank, weil bei Otto Schmidt wird schon sehr mit Scheuklappen nur auf das Steuerrecht geschaut. Das ist für die fachliche Arbeit manchmal sehr, sehr praktisch. Aber für jemanden, der einfach nur eine Antwort aus möglichst unterschiedlichen Perspektiven haben möchte, ist das eher ein Nachteil, weil ich immer nur die steuerliche Perspektive sehe. Und die Haufe-Datenbank ist einfach umfangreicher. Da gibt es auch noch Wissen über Controlling und Personalwirtschaft und Finanzen und so weiter drin. Das bedeutet, dass die Antworten, die ich vom Copilot Tax in Haufe bekomme, einfach umfassender sind. Und deswegen, und das ist meine persönliche Meinung, finde ich die Antworten in Copilot Tax von Haufe besser als die bei Otto Schmidt und Answers. Aber wir schauen uns die Antwort natürlich auch nochmal direkt selber an. Und zwar steht hier, als Softwareentwickler stellt sich die Frage, ob Sie als Freiberufler und Gewerbetreibende einzustufen sind. Stimmt, deswegen stelle ich die Frage. Grundsätzlich sind die freiberuflichen Tätigkeiten in § 18 Absatz 1 Nummer 1 Einkommensteuergesetz definiert. Hierzu zählen auch ingenieurähnliche Berufe. Das heißt, wir sehen, die Argumentation geht in die gleiche Richtung wie eben auch. Die Vergleichbarkeit mit der Ingenieurstätigkeit würde dazu führen, dass ein Softwareentwickler Freiberufler wäre. Die Rechtsprechung hat jedoch klargestellt, dass ein Softwareentwickler ohne förmlichen Berufsabschluss der Ingenieurwissenschaften in der Regel keinen ingenieurähnlichen Beruf ausübt und somit gewerbesteuerpflichtig ist, also Gewerbetreibender. Ein solcher Fall wurde vom Finanzgericht München entschieden, wo ein Softwareentwickler ohne Hochschulabschluss als Gewerbetreibender eingestuft wurde, da er nicht nachweisen konnte, dass seine Kenntnisse und Fähigkeiten denen eines Ingenieurs entsprechen. So ganz klar lässt sich diese Frage nicht beantworten. Deswegen finde ich die in dem Kontext, um das zu testen, auch ganz gut. Das heißt, man muss argumentieren, dass man qualifiziert genug ist, so wie ein Ingenieur zu arbeiten. Das Einfachste ist natürlich mit einem Uni-Abschluss das nachzuweisen. Es geht aber auch anders. Und jetzt kommen wir zu dem Unterschied zu ChatGPT. Auf diese Antwort kann ich mich nicht berufen, wenn ich eine Auseinandersetzung mit dem Finanzamt habe. Worauf ich mich aber berufen kann, ist hierauf. Das heißt, wenn ich hier etwas finde, wie zum Beispiel das hier, Softwareentwickler ohne Studienabschluss übt keinen ingenieurähnlichen Beruf aus, Urteilskommentierung. Das heißt, eine Kommentierung von einem Urteil. Das ist ehrlicherweise wahrscheinlich nicht das, was ich gerade wissen wollte, aber es ist zumindest das wahrscheinlich, was das Finanzamt sagen würde. Und hier ist das jetzt tatsächlich ein Kommentar zu einem Urteil. Ich könnte mir jetzt auch das Urteil anschauen und dieses Urteil oder dieser Kommentar, der ist auch zugänglich fürs Finanzamt. Das heißt, über diese Quellen, hier zum Beispiel EDV-Berater,
Freiberufler oder Gewerbetreibende. Und auf diesen Kommentar kannst du dich berufen, wenn du irgendwann einmal mit dem Finanzamt zu dem Thema Streit haben solltest. Und deswegen sind tatsächlich diese fachlichen KI-Lösungen ehrlicherweise schon eine große Erleichterung. Die kosten gerade leider noch relativ viel, aber ich sehe da die Zukunft. Kommen wir zu so einem kleinen Fazit. Sind Steuerberater in Zukunft überflüssig? Übernimmt die KI den Job des Steuerberaters? Und ich muss ganz ehrlicherweise sagen, in einigen Bereichen wahrscheinlich schon. In anderen Bereichen, gerade wo es um komplexe Fragestellungen geht und wo es darum geht, wo sich Meinungen ändern und so weiter, da wird das Ganze schwierig. Ich blende dir hier auch nochmal eine Übersicht ein. Die ist von Professor Dr. Rainer Bräutigam. Du findest dazu auch nochmal einen Link unten in der Videobeschreibung. Schau das gerne mal an. Da ist er in der Untersuchung zum Schluss gekommen, dass so einfache steuerliche Sachverhalte eine KI sehr gut beantworten kann. Da kann man sich denn in der Regel auch drauf verlassen. Bei komplexeren Thematiken oder wo die Rechtsprechung nicht so eindeutig ist, da hinkt die KI noch hinterher. Da wird die KI natürlich besser, aber letztendlich dürfen wir auch nicht vergessen, das, was die KI dir rät, muss irgendwann auch später noch umgesetzt werden. Und spätestens da kommt dann der Steuerberater auch wieder ins Spiel. Und deswegen glaube ich nicht, dass der Beruf des Steuerberaters verschwindet, aber tatsächlich wird die KI in den nächsten Jahren Teile der Arbeit von Steuerberatern übernehmen. Und ganz ehrlich, das ist gut so. Das ist gut für Mandanten, das ist gut für die Steuerberater, die allesamt überlastet und überarbeitet sind, keine Mitarbeiter finden und so weiter. Deswegen, meiner Meinung nach, sind das gute Neuigkeiten und eine gute Entwicklung und ich drücke die Daumen, dass die KI da vorankommt. Und dass sie günstiger wird. Wenn du eine KI nutzt, um deine steuerlichen Fragen zu beantworten, sei bitte doppelt und dreifach vorsichtig, ob tatsächlich das da steht. Denn auch bei Answers und auch bei Copilot Text sehe ich es immer wieder, dass in den Antworten manchmal Dinge stehen, die in dem Quellendokument, worauf sich bezogen wird, eigentlich anders stehen. Das heißt, bitte einmal immer auf die Quellen klicken und einmal nachlesen, ob das Ganze denn da eigentlich wirklich steht. Und Achtung bei Dingen, die sich gerade erst geändert haben oder gerade ändern. Ich habe die Tools auch gefragt nach Regelungen rund um die Absetzbarkeit vom Heimarbeitsplatz, Homeoffice und so weiter. Und da gab es in den letzten Jahren so wahnsinnig viele Änderungen, dass das leider dazu führt, dass die Antworten auch immer durchmischt waren mit altem Rechtsstand und neuem Rechtsstand und so weiter, was letztendlich dazu geführt hat, dass die Antworten falsch sind. Und es gibt tatsächlich einfach laufend gesetzliche Neuigkeiten. Die E-Rechnungspflicht, die angesprochene Homeoffice-Pauschale, die Versteuerung von Elektrowagen, die Wirtschaftsidentifikationsnummer und so weiter. Es gibt gerade einfach viele Änderungen. Deswegen achte immer darauf, dass deine Antwort auf dem neuesten Gesetzesstand basiert. Du kannst deinen Prompt und deine Frage auch immer ergänzen mit Rechtsstand 2024 oder Rechtsstand 2025. Das verbessert das Ganze schon einmal. Aber bleib auch bei Fach-KIs unbedingt skeptisch und überprüfe, ob tatsächlich in der Quelle denn eigentlich das steht, was dir die KI da gerade sagt. Und ChatGPT hilft dir dabei, Dinge besser zu verstehen. Das heißt, wenn du tatsächlich steuerliche Fragen mit ChatGPT beantworten möchtest, dann solltest du dir idealerweise die Quellen vorher raussuchen. Gehe auf die Webseite von einem Steuerberater oder von Haufe oder irgendeiner anderen Seite, die vertrauenswürdig ist, lad dir da die Texte runter und lass sie dir dann einfach zusammenfassen von ChatGPT. Das ist die Möglichkeit, wie du deine steuerlichen Fragen tatsächlich auch in ChatGPT und von ChatGPT beantworten lassen kannst. Wenn du dazu noch Fragen hast, Meinung hast und so weiter, ob du dir wünschst, dass Steuerberater verschwinden oder dass sie bleiben, was auch immer, lass es mich in den Kommentaren wissen. Und wenn du jetzt einen Steuerberater brauchst, also einen echten, so Fleisch, Blut und so weiter, dann findest du einen Link unten in der Videobeschreibung, der dir dabei hilft, einen Steuerberater zu finden. Du findest da auch eine ganze Reihe von Empfehlungen für Steuerprogramme, Buchhaltungssoftware, Buchhaltungsprogramme und so weiter. Schau da gerne mal vorbei oder klick einfach direkt hier. Und jetzt könntest du dir die vielen tausend Euro für eine Fach-KI sparen, indem du einfach meine Videos schaust. Zum Beispiel das hier oder das hier.